story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. There's a double thread running right through the Old Testament. Es gibt einen doppelten Erzählstrang, der sich durch das Alte Testament zieht und der erklärt werden muss. Einerseits behauptet das Alte Testament, dass der Gott der Juden der Gott des ganzen Universums ist. In jenen Tagen hatte jede Nation ihren eigenen Gott, sei es nun Baal oder Isis oder Moloch oder wer auch immer. Daher war die Religion streng national und alle Kriege waren religiös, zwischen einem Gott und einem anderen oder zwischen einem Gottesvolk und einem anderen. Und deshalb wurde Israels Gott, genannt Jahwe oder Sein oder immer, von anderen Nationen als der nationale Gott Israels angesehen. Und da jede Nation ihren eigenen Gott hatte, war das verständlich. Israel selbst behauptete jedoch, dass ihr Gott der Gott über allen Göttern war. Und dieser Satz wird im Alten Testament verwendet. Sie gingen sogar noch weiter und sagten, unser Gott ist der einzige Gott, der wirklich existiert. Alle anderen sind Ausgeburten der menschlichen Fantasie. Und dann gingen sie noch weiter und sagten, es ist unser Gott, der nicht nur das gesamte Universum geschaffen hat, sondern es auch aufrechterhält. Nun waren solche Behauptungen natürlich extrem beleidigend und Sie finden diese Behauptungen in Jesaja, insbesondere in Kapitel 40, im Buch Hiob und in vielen Psalmen. Das ist der eine Bestandteil dieses doppelten Strangs, der sich durch das Alte Testament zieht, dass der Gott der Juden tatsächlich der Gott des ganzen Universums ist. Der andere Strang besagt, dass der Gott des ganzen Universums der Gott der Juden ist. Und sie behaupteten wirklich, dass der Schöpfer von allem, was ist, den entferntesten Sternen, die im Weltraum umherschwirren, tatsächlich eine sehr persönliche und intime Beziehung hatte mit einer kleinen Gruppe von Menschen auf der Erde. Dass der Gott des Universums der Gott der Juden geworden war. In der Tat hat er sich mit genau einer Familie auf der Erde identifiziert. Mit einem Großvater, einem Vater und einem Sohn. Der Gott des gesamten Universums nannte sich nun Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Können Sie sich jetzt vorstellen, wie andere Nationen darauf reagiert haben? Es ist eine unglaubliche Behauptung. Diese erstaunliche zweifache Behauptung, dass der Gott der Juden der Gott des Universums ist und der Gott des Universums speziell der Gott der Juden ist, wird in Genesis erklärt. Und ohne Genesis hätten Sie keine Grundlage für diese erstaunliche Behauptung. Wie ich schon sagte, wenn Sie nur eine Bibel hätten, die bei Exodus anfängt, würden Sie denken, es geht nur um den Gott der Juden. Aber Genesis sagt, nein, es ist der Gott des gesamten Universums, der zum Gott der Juden geworden ist und sich nicht schämen muss, sich nur nach 3 Männern zu nennen, die diesem kleinen Volk angehören. Denken Sie daran, dass Genesis tatsächlich mehr Zeit umfasst als der Rest der gesamten Bibel zusammen. Exodus bis zum letzten Teil der Offenbarung erstreckt sich über 1500 Jahre, 1,5 Jahrtausende. Während Genesis die gesamte Geschichte der Welt von Anfang an bis zu Josef abdeckt, was sehr viel länger ist. Wenn Sie also die Bibel lesen, werden Sie sehen, dass diese Zeiten in Genesis sehr stark komprimiert sind. Sie umfassen viele, viele Jahrhunderte. Im Vergleich zum Rest der Bibel ist dies ein deutlich längerer Zeitraum. Wenn Sie dann direkt in Genesis hineinschauen, finden Sie, dass die verschiedenen Teile ziemlich seltsam gewichtet werden. Die Kapitel 1 bis 11 bilden ein Viertel des Buches, ein recht kurzer Abschnitt, und umfassen dennoch einen sehr langen Zeitraum, Jahrhunderte. Und sie sprechen auch von vielen Menschen, sogar von vielen Nationen. Aber die zweite Hälfte von Genesis, Kapitel 12 bis 50, die wir jetzt betrachten, ist ein viel längerer Abschnitt. Er ist 3-mal so umfangreich wie 1 bis 11, umfasst 3/4 des Buches, aber er behandelt nur wenige Jahre. Einen sehr kurzen Zeitraum.
Und er betrifft nur wenige Personen, nämlich eine Familie und nur 4 Generationen dieser Familie. Es gibt ja ein enormes Missverhältnis, wenn behauptet wird, dass es die Geschichte unserer Welt sei. Und doch ist das wohl überlegt und diese Proportionen vermitteln uns eine eigene Botschaft. Es gibt also eine Art Verlangsamung der Geschichte im Buch Genesis. Es gibt ein Zoomen von der ganzen Welt und all ihren Menschen auf eine Familie. Und das ist wohl durchdacht, da wir die Geschichte aus Gottes Sicht betrachten. Gott begann damit, sich mit der gesamten Menschheit und der gesamten Geschichte zu beschäftigen, aber dann konzentrierte er sich auf diese eine Familie, als wäre sie die wichtigste Familie, die je gelebt hat. Und aus einem Blickwinkel war sie das auch. Ihre Mitglieder waren Teil dieser ganz besonderen Linie von Seth, von Leuten, die den Namen des Herrn angerufen haben. Und Menschen, die seinen Namen anrufen, sind in seinem Kopf, seinen Augen wichtiger als jeder andere, weil sie die Menschen sind, durch die er seine Pläne und Zwecke umsetzen kann. Deshalb gibt es hier diese sehr seltsame Gewichtung. Sehen Sie, die Bibel ist nicht Gottes Antwort auf unsere Probleme, sie ist Gottes Antwort auf Gottes Problem. Ich wünschte, mehr Leute hätten das erkannt. Sie präsentieren oft das Evangelium als Antwort Gottes auf unsere Bedürfnisse. Bist du einsam, unglücklich, hat dein Leben keinen Sinn, dann kann Jesus dein Bedürfnis erfüllen. Sie haben solche Predigten sicher schon mal gehört. Aber eigentlich geht es in der Bibel überhaupt nicht um unsere Bedürfnisse. Es geht um Gottes Problem. Und Gottes Problem ist, was machen Sie mit einer Menschheit, die Sie nicht kennenlernen oder lieben oder Ihnen gehorchen will? Was er tun soll, das ist sein Problem. Und eine Lösung für dieses Problem besteht darin, die Menschheit auszulöschen und noch einmal von vorne anzufangen. Er hat das probiert, aber was ich im letzten Vortrag nicht erwähnt habe, war, als Noah aus der Arche kam, war eines der ersten Dinge, die er tat, sich zu betrinken und sich selbst zu entblößen. Und von da an begann die ganze traurige, schmutzige Geschichte wieder von vorn. Selbst mit Noah und seiner Familie hatte es nicht funktioniert. Also musste Gott sich etwas anderes einfallen lassen, aber er wusste bereits, was er tun würde. Nicht um die Menschheit vor sich selbst zu retten, sondern um sein Problem zu lösen. Wenn mich jemand fragt, warum hat Gott uns Menschen geschaffen, dann habe ich darauf eine sehr simple Antwort. Er hatte bereits einen Sohn. Und dieser Sohn gefiel ihm so sehr, dass er eine größere Familie wollte. Ich kann das nicht einfacher ausdrücken. Deshalb sind Sie und ich hier, weil Gott mehr als einen Sohn wollte. Er wollte eine größere Familie. Und dafür hat er uns geschaffen. Aber die Tragödie ist, am Ende sagt er, ich wünschte, wir hätten unsere Kinder niemals bekommen. Was macht er jetzt? Nun, er wusste es und mit Abraham begann er seine Lösung für sein Problem umzusetzen. Was soll man mit einer rebellischen Menschheit tun? Er entschied sich, seine Lösung durch eine bestimmte Menschengruppe zu bringen. Und die Philosophen nennen dies den Skandal der besonderen Erwählung. Was für ein Ausdruck. Aber ich möchte Ihnen erklären, es ist wichtig. Der Skandal der besonderen Erwählung ist, warum sollte Gott nur die Juden gebrauchen? Warum rettet er nicht die Chinesen durch die Chinesen und die Amerikaner durch die Amerikaner, die Briten durch die Briten? Es ist eine Beleidigung für uns, dass er beschlossen hat, sein Problem durch das jüdische Volk zu lösen. Es gibt 2 Dichter, von denen einer William Norman Ewer und der andere Cecil Brown heißt. Sie haben beide sehr kurze Gedichte geschrieben. William Norman Ewer, der erst 1976 starb, schrieb dieses Gedicht. Zu verstehen ist schwer, dass Gott, der Herr, die Juden erwählte. Brillante Poesie und sicherlich eines der am häufigsten zitierten Gedichte aller Zeiten. Dann kam Cecil Brown und er beschloss, einen zweiten Vers zu schreiben. Und sein zweiter Vers ging so. Doch nicht so schwer zu verstehen wie der den Judengott preist, doch die Juden abweist. Diese beiden Verse fassen zusammen, was die Philosophen als Skandal der Besonderheit bezeichnen. Wir hatten 3 Kinder und wenn ich ihnen Süßigkeiten mitbrachte, hatte ich 2 Möglichkeiten. Ich konnte entweder eine Tüte mit Süßigkeiten mitbringen und sie einem von ihnen geben und sagen, jetzt teile das mit deinem Bruder und deiner Schwester, oder ich konnte 3 Tafeln Schokolade mitbringen und jedem jeweils eine davon geben. Nun raten Sie mal, was dem Haus Frieden gebracht hat.
Sehen Sie? Und es war viel einfacher, ihnen jeweils einzeln ein paar Süßigkeiten zu geben, aber wir wollten eine Familie gründen. Und wenn Sie das tun, müssen Sie die Süßigkeiten einem geben und sie mit den anderen teilen lassen. Das ist Gottes Weg. Anstatt seinen Sohn zu schicken, um ein Amerikaner, ein Chinese und ein Inder zu sein und was immer, wählte er die Juden. Er sandte seinen Sohn als Juden und er ist immer noch ein Jude. Und er sagte zu den Juden, jetzt teilt das mit allen anderen. So hat er sich entschieden, uns zu retten. Und es ist seine Entscheidung. Sie können das kritisieren, aber das war seine Entscheidung. Und deshalb nennt er sich selbst der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Kapitel 12 bis 50 sind im Wesentlichen die Geschichten von nur 4 Männern. 3 von ihnen werden zusammen klassifiziert, einer ist ganz anders als die anderen. Wir werden nur die ersten 3 in diesem Vortrag betrachten und die 4. Generation in einem separaten Teil. Er ist ganz anders. Gott hat sich nie der Gott Josefs genannt. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nur die 3 Generationen. Und wir müssen fragen, warum. Während wir die Geschichten dieser 3 Männer studieren, werden wir feststellen, dass es eine Art Kontrapunkt gibt, eine Art Kontrast zwischen diesen Männern und einem ihrer Verwandten. Der Kontrapunkt zu Abraham ist sein Neffe Lot. Der Kontrapunkt zu Isaak ist sein Stiefbruder Ismael. Der Kontrapunkt zu Jakob ist sein Zwilling Esau. Sie stellen fest, dass diese Beziehungen von Neffe zu Stiefbruder zu Zwilling immer näher zu kommen scheinen. Und Gott zeigt erneut, dass sich immer noch 2 Abstammungslinien durch die Menschheit ziehen, die in starkem Gegensatz zueinander stehen. Und die Geschichten laden sie ein, entweder die eine oder die andere Seite zu wählen. Sind sie ein Jakob oder ein Esau? Sind sie ein Ismael oder ein Isaak? Sind sie ein Abraham oder ein Lot? Und wenn Sie diese Kapitel durchlesen, ist dies die Frage, die Sie sich stellen sollten. Wem gleichen Sie? Mit wem gehen Sie konform? Es ist also im Grunde die Geschichte von 4 Männern. Nun gibt es jedoch Einwände von denen, die diesen Kapitel nicht glauben wollen. Die sagen, sie seien Legenden oder Sagen. Eine Art Volksmärchen, das entstanden ist. Es mag ein Kern Wahrheit in ihnen sein, aber es sind einfach Legenden, die um diese Männer herum entstanden sind. Ich verstehe nicht, warum die Leute ihren Wahrheitsgehalt so vehement ablehnen. Zum einen ist der Roman als solcher eine neuere Form der Literatur. Romane waren völlig unbekannt zu Abrahams Zeiten. Niemand hat erfundene Geschichten geschrieben. Fiktion ist einfach nicht da. Es ist keine Form des Schreibens in diesen Tagen. Sie haben aufgeschrieben, was passiert ist. Sie haben nicht ihre Vorstellungskraft bemüht und noch weniger haben sie sich mit der sogenannten Faction beschäftigt, die eine Mischung aus Fakten und Fiktion ist. Viele Fernsehspiele sind heutzutage Faction. Eine der Tatsachen, die dafür spricht, dass diese Geschichten wahr sind, ist, dass es darin keine Wunder gibt. Wenn die Menschen Geschichten über große Männer Gottes erfinden wollten, würde man erwarten, dass sie alle möglichen Wunder hinzufügen. Es gibt aber kaum Wunder im Buch Genesis. Haben Sie das jemals bemerkt? Es gibt Dutzende im Buch Exodus, aber hier kaum welche. Eine Legende ist in der Regel vollgestopft mit wundersamen oder magischen Ereignissen. Diese Geschichten zeigen das nicht. Darüber hinaus hat niemand einen einzigen Anachronismus in diesen Geschichten gefunden. Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine. Wenn Genesis gesagt hätte, dass Abraham das Telefon abgenommen und mit Isaak Kontakt aufgenommen hätte, das ist ein Anachronismus. Und Sie wissen einfach, dass das falsch ist, weil es damals keine Telefone gab, geschweige denn Faxe. Wenn man also in Genesis ein Telefon oder ein Fax erwähnt hätte, wären sie sofort misstrauisch geworden. Tatsächlich aber haben sich die kulturellen Details, die in diesen Geschichten auftauchen, archäologisch als absolut zutreffend erwiesen für die damalige Zeit. Ich glaube also wirklich, dass es überhaupt keinen Grund gibt, an der Wahrhaftigkeit dieser Geschichten zu zweifeln. Der einzige Aspekt, für den es keine natürliche Erklärung gibt, ist, dass Engel hier eine wichtige Rolle spielen. Aber sie kommen in der ganzen Bibel vor, besonders während der Tage Jesu und noch mehr im Buch der Offenbarung. Wenn Sie also Probleme mit Engeln haben, haben Sie Probleme mit der gesamten Bibel. Abgesehen davon sind diese Geschichten ungeheuer gewöhnlich. Es geht um gewöhnliche Männer und Frauen, die geboren werden, sich verlieben, heiraten, Kinder haben und sterben. Was ist daran schwierig?
Sie halten Schafe, Ziegen und Rinder und bauen etwas Getreide an. Was ist das Problem damit? Sie haben Unstimmigkeiten, sie streiten sich, sie kämpfen. Also was ist neu? Sie errichten Zelte, bauen Altäre und beten Gott an. Alle diese Dinge liegen völlig im Bereich der normalen menschlichen Erfahrung. Was ist also anders an diesen Geschichten? Die Antwort ist, Gott spricht mit ihnen. Und sie sprechen mit ihm. Sie führen Gespräche. Der Gott des gesamten Universums wählt sich einen Freund namens Abraham. Das ist eine wunderbare Grabinschrift. Hätten Sie es nicht gerne auf Ihrem Grabstein? Freund Gottes? Gott hat ihn gerufen. Das ist mein Freund Abraham. Ist es nicht unglaublich, dass der Gott, der alle Sterne im Universum platziert hat, sagt, es ist mein Freund, dieser Mann Abraham? Das ist der Skandal der besonderen Erwählung. Die Menschen können nicht umgehen mit einem Gott, der persönliche Freunde macht. Nein, sie haben das Gefühl, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist. Und doch ist es genau das, was hier passiert. Die große Frage ist jetzt, warum sollte Gott beschließen, sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu identifizieren? Oder auf Hebräisch Abraham, Jitzak und Jakob. Warum sollte er sich mit ihnen identifizieren? Was ist so besonders an ihnen? Das ist die Frage, die sich die Leute seitdem gestellt haben. Was ist das Besondere an den Juden? Warum sollten sie die Auserwählten sein und nicht wir? Oder das ist die Implikation, wenn sie sagen, warum sollten sie die auserwählten Menschen sein? Sie können fast hören, wie sie zu sich selbst sagen, und nicht wir, weil sie sich für so viel wichtiger oder begabter halten oder was auch immer. Das ist nicht wahr. Aber die Antwort liegt in Gottes souveräne Entscheidung. Keine willkürliche Wahl, eine souveräne Wahl. Eine Sache ist ganz klar, diese drei Männer hatten keinen natürlichen Anspruch auf Gott. Gott hat die Beziehung zu ihnen frei initiiert. Sie konnten nicht sagen, wir haben ein Recht auf diese Beziehung. Und in der Tat ist es bei jeder Generation bemerkenswert, dass der Sohn, der normalerweise den Vater beerben würde, dies nicht tat. Denn damals erbte der älteste Sohn das Familienunternehmen und das Familienvermögen. Und doch wählte Gott in jeder Generation nicht den ältesten, sondern den jüngeren Sohn. Er wählt Isaak, nicht Ismael. Er wählt Jakob, nicht Esau. Um damit zu sagen, niemand hat einen natürlichen Anspruch auf meine Liebe. Ich schenke euch meine Liebe aus freiem Willen. Es war also keine Frage der direkten Erbfolge durch den ältesten Sohn, weder Isaak noch Jakob waren die Erstgeborenen, und das, was sie erbten, war jedes Mal ein Geschenk aus Gnade. Sie hatten also keinen natürlichen Anspruch. Auffallender ist die Tatsache, dass keiner dieser drei Männer einen moralischen Anspruch auf Gott hatte. Keiner der drei konnte behaupten, besser zu sein als alle anderen. Tatsächlich ist die Bibel ein ehrliches Buch und erzählt uns, dass alle drei Lügner waren. Alle drei. Sie zeigt uns diese drei großen Heiligen eben gerade nicht wie ein verklärtes Bild auf einem Kirchenfenster. Wir bekommen ein Bild von ganz gewöhnlichen Männern wie uns, die ihre Schwächen hatten. Sowohl Abraham als auch Isaak logen wie gedruckt über ihre eigenen Frauen, um ihre Haut zu retten. Also was haben sie, was andere nicht haben? Warum sollte Gott sie wählen? Und Jakob war der schlechteste von allen dreien. Es gibt keinen von ihnen, der Jakob als Verwandten haben möchte. Sie hatten panische Angst vor dem, was mit ihrem Geld oder etwas anderem passieren würde. Er war ein Intrigant, wohlgemerkt, er wurde dafür bestraft. Ich kann einen Vers in der Bibel nicht lesen, ohne zu kichern. Es ist der Vers, und siehe da am Morgen, es war leer. Sie kennen doch die Geschichte, oder? Es ist der erste Morgen seiner Flitterwochen und er reckt sich im Bett. Und er hat die hässliche Schwester neben sich, weil er im Dunkeln zu Bett ging und sie die ganze Hochzeit über verhüllt war. Er hatte 7 Jahre gearbeitet, um die hübsche Schwester zu bekommen, und sein Schwiegervater schob ihm die hässliche unter. Wenn Ihnen das passiert wäre, würden Sie nicht lachen. Aber wenn es Ihrem besten Freund passieren würde, ich meine, der Humor in der Bibel kommt rüber, oder? Die Lektion hinter diesem Vers ist sehr tiefgreifend. Was auch immer ein Mann sät, das soll er auch ernten. Hier ist der Mann, der seinen eigenen blinden alten Vater betrogen hat.
Und jetzt hat jemand ihn ausgetrickst. Darüber kann er sich nicht beschweren, oder? Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Das sind sehr menschliche Männer. Sie haben Schwächen, sie machen Fehler, sie tun das Falsche und einige richtige Dinge auch. Warum sollte Gott also sagen, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob? Nun, wir müssen dieses Kapitel nach etwas anderem durchsuchen. Alle von ihnen waren bigam, sogar polygam. Was hatten sie dann? Die Antwort ist, es gibt eine Sache, die diese 3 Männer auszeichnet. Es ist eine sehr einfache Sache. Glaube. Diese Männer glaubten an Gott. Und Gott kann Wunder tun, wenn ein Mann glaubt. Gott hat lieber einen Gläubigen als einen guten Mann. Tatsächlich sagte er sogar zu Abraham, dass sein Glaube als Gerechtigkeit in das Buch Gottes eingegangen sei. Er wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das Beste, was Sie jemals tun können, ist, an Gott zu glauben. Jesus sagte einmal, als er gefragt wurde, was müssen wir tun, um den Willen Gottes zu tun? Was möchte Gott? Jesus war ganz klar. Er sagte, glaubt an den, den er gesandt hat. Das ist alles. Der Glaube ist der Beginn eines guten Lebens. Sie können viele gute Taten vollbringen, aber wenn Sie nicht an Gott glauben, wo führt Sie das hin? Und Gott rechnete Abrahams Glauben als Gerechtigkeit an. Isaak teilte diesen Glauben und Jakob hatte diesen Glauben ebenfalls. Auf unterschiedliche Weise, denn es waren sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Temperamente. Aber die eine Gemeinsamkeit war, dass sie Vertrauen hatten und es auf sehr unterschiedliche Weise zeigten. Abraham zeigte es, indem er Ur in Chaldea verließ. Ich dachte, das könnte Sie interessieren. Das ist eine große Sikurat, wie sie genannt werden. Ein Turm, der bis zum Himmel reicht, in Ur in Chaldea, wo Abraham lebte. Ein sehr beeindruckender Ort, dieses Ur. Ich dachte, das ist vielleicht interessant. Das ist ein typischer Kamin in einem Haus in Ur zu Abrahams Zeiten. Können Sie sich das vorstellen? Sie war eine hochentwickelte, kultivierte Stadt. Schrecklich weit fortgeschritten für ihr Alter. Und Gott sagte zu einem Mann, der an solch einem Feuer saß, ich möchte, dass du für den Rest deines Lebens in einem Zelt lebst. Und der Mann war 75 Jahre alt. Würden Sie so einen Kamin verlassen und in einem Zelt in den Bergen leben, wo es kalt ist und im Winter schneit? Für den Rest Ihres Lebens im Alter von 75 Jahren? Aber wenn dieser alte Mann das nicht getan hätte, würden Sie jetzt nicht hier sitzen. Das war Abraham. Ich dachte, es interessiert Sie, was für einen erstaunlichen Ort er verließ, um in einem Zelt oben in den Hügeln zu leben und sich um ein paar Schaf und Ziegen zu kümmern. Weil Gott sagte, ich möchte, dass du mit mir mitkommst. In ein Land, das du noch nie gesehen hast, und du wirst dieses Land hier nie wiedersehen. Ich möchte, dass du deine Familie und deine Freunde verlässt. Abraham nahm seinen Vater und andere Mitglieder seiner Familie den halben Weg mit. Er kam bis nach Haram und sie entschieden, dass sie genug hatten und ließen sich dort nieder. Abraham ging allein weiter mit seinem Neffen Lot. Dieser alte Mann. Aber er glaubte Gott. Und er glaubte sogar, dass Gott ihm einen Sohn geben könnte. Wenn man bedenkt, dass seine Frau zu diesem Zeitpunkt 90 war, ist es kein Wunder, dass sie den Jungen, als er kam, Witz nannten. Yitzhak, hebräisch für Lachen. Und sie nannten den kleinen Jungen Witz. Was für ein Witz, denn als Sarah hörte, dass sie in ihrem Alter schwanger werden würde, brüllte sie vor Lachen. Und Gott hörte auch dieses Lachen. Was für ein Glaube. Wohlgemerkt, sein Glaube schwankte ein wenig. Er wartete zuerst 11 Jahre und der Junge tauchte nie auf und seine Frau wurde immer älter. Und als sie Abraham vorschlug, den Jungen durch einen ihrer jungen Mägde zu bekommen, tat er es. So wurde Ismael geboren. Aber Ismael war kein Kind des Glaubens, es war ein Kind des Fleisches. Und Gott hat ihn nicht erwählt. Denken Sie jetzt nicht, dass das für Ismael unfair war, denn Gott hat Ismael gesegnet und ihm versprochen, dass er Vater vieler Nationen sein und 12 Prinzen hervorbringen wird. Und er ist heute der Vater der arabischen Nationen. Also hat Gott ihn nicht abgelehnt, aber er hat ihn nicht erwählt. Nicht für diese Glaubensrichtung, weil Ismael keinen Glauben gezeigt hat. Aber er wurde gesegnet. Und Abraham demonstrierte seinen Glauben, als Gott fragte,
wärst du bereit, deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, für mich zu opfern? Das war, nachdem weitere 16 Jahre vergangen waren und dann kam der Junge Isaak. Bist du bereit, ihn für mich zu opfern? Und es sagt uns, dass Abraham bereit war, Isaak als Opfer zu töten, weil er glaubte, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde, nachdem er ihn getötet hatte. Nun, wenn man bedenkt, dass Gott das noch nie getan und niemals eine Auferstehung bewirkt hat, war das schon ein ordentlicher Glaube. Und genau deswegen war er bereit, es zu tun. Und der Grund, warum er bereit war zu glauben, dass Gott Isaak von den Toten auferwecken würde, war, weil er Isaak zeugen konnte, als er bereits ein sehr alter Mann war. Als, wie die Bibel sagt, sein Körper so gut wie tot war. Deshalb sagt er, wenn Gott aus meinem toten Körper Leben hervorbringen kann, kann er auch meinen Sohn von den Toten auferwecken. Was für ein Glaube! Isaak, sein Glaube, zeigte sich darin, dass er sich dem Opfer unterwarf, als er Anfang 30 war. Jedes Bild, das ich je gesehen habe, wie Abraham Isaak anbot, zeigte einen kleinen Jungen von 12 Jahren. Ist das das Bild, das Sie in Ihrem Kopf haben? Sie werden nie einen Juden finden, der das glaubt, weil die Juden ihre Bibel kennen und sie nicht in Kapitel unterteilen wie wir. Nach dem Opfer von Isaak ereignet sich als allernächstes Sarahs Tod im Alter von 127 Jahren, als Isaak 37 Jahre alt ist. Das ist das nächste Ereignis nach dem Opfer. Also war Isaak Anfang 30 und er unterwarf sich seinem Vater Abraham, einem alten Mann. Und er tat es auf einem Berg namens Moria, der später zu Golgatha wurde. Ist eine erstaunliche Geschichte, nicht wahr? Nun, ich springe zum nächsten Vortrag. Kommen wir zurück zu diesem. Jakob. Ach, übrigens hatte Isaak auch den Glauben, dass Gott seine Frau für ihn wählen würde. Und er akzeptierte die Frau nach Gottes Wahl, Rebekka. Als nächstes ist festzuhalten, dass Jakob Glauben hatte. Wohlgemerkt, zuerst hatte er Vertrauen in sich selbst. Er konnte den Segen manipulieren und er tat es. Durch Intrigen und Täuschung erhielt er den Segen, aber wenigstens wählte Gott jemanden, der gesegnet werden wollte, was gut ist. Aber später musste Gott diesen Mann brechen und er humpelte für den Rest seines Lebens. Nachdem er die ganze Nacht mit Gott gerungen hatte, hinkte er ungefähr so wie ich jetzt für den Rest seines Lebens. Aber von da an glaubte er wirklich an Gott und dass seine 12 Jungs zu 12 Stämmen werden würden. Diese Männer, trotz all ihrer Schwächen und Misserfolge und ihrer Mischung aus Gut und Böse, glänzen als Menschen, die an Gott glauben. Sie hatten Glauben. Und deshalb, wenn Sie den Gegensatz zu Ihren Verwandten betrachten, finden Sie dort Menschen im Fleisch statt im Glauben. Sie finden eher Materialisten statt solche mit geistlicher Vision. Wir finden viele, die sich bewusst dafür entschieden haben, in das fruchtbare Jordantal hinabzugehen, statt in den kargen Hügeln zu leben. Die Familien von Abraham und Lot hatten eine gewisse Meinungsverschiedenheit und Abraham sagte, wir sollten lieber getrennt leben. Das ist manchmal Weisheit. Und Abraham sagte, Lot, du kannst dir das Land aussuchen, wo willst du leben? Ich gehe woanders hin. Erstaunlich, dass Abraham das zu Lot sagte. Es hätte umgekehrt sein müssen. Aber Lot schaute hinunter in das Tal, durch das der Jordan floss, wo es einen Dschungel gab, ein sehr fruchtbares, warmes, tropisches Klima und die ganze Gegend reizte Lot. Er sagte, ich gehe runter ins Tal, es sieht gut aus. Abraham sagte, in Ordnung, ich bleibe in den Hügeln. Aber Gott ist ein Gott der Hügel und Lot folgte nur seinen Augen. Das sehen Sie nicht nur bei Lot, sondern auch bei Ismael und bei Esau. Esau hätte lieber einen Teller Instant-Suppe als einen Segen gehabt, als sein Vater starb. Und er hat ihn dafür eingetauscht. Das Esau-Syndrom ist immer noch da. Die Leute wollen alles jetzt oder spätestens nächsten Dienstag. Im Brief an die Hebräer heißt es sogar, dass wir nicht so sein sollen wie Esau, der seinen Handel bereute und danach den Segen voller Tränen suchte, aber es gab keine Umkehr. Sodass diese 3 Männer des Glaubens im Gegensatz stehen zu diesen Verwandten des Fleisches. Und diese Art von Unterscheidung zieht sich heute durch die meisten Familien.
diejenigen, die im Glauben leben und diejenigen, die im Fleisch leben. Dieser Gegensatz wird auch bei ihren Frauen sichtbar. Und Sie, meine Damen, wenn Sie diese Kapitel lesen, studieren Sie die Ehefrauen. Sie sind sehr interessant. Erstens, Sarah, Rebekka und Rahel hatten eines gemeinsam. Sie waren alle sehr schön. Nicht glamourös, aber schön. Und Glamour verschwindet, aber die Schönheit nimmt zu. Ein Freund von mir, ein methodistischer Pastor, hatte einen Schönheitswettbewerb in seiner Kirche. Das war vor 35 Jahren und schockierte seine Gemeinde. Aber er stellte eine Bedingung, nämlich, dass jeder Teilnehmer mindestens 60 Jahre alt sein musste. Er wollte damit zeigen, dass Glamour und Schönheit zwei verschiedene Dinge sind. Nun heißt es von den 3 Ehefrauen der Patriarchen, sie waren alle wunderschön und hatten die bleibende Schönheit des inneren Charakters. Und sie unterwarfen sich alle ihren Ehemännern. Wir machen mit etwas anderem weiter. Die Ehefrauen der anderen stehen wiederum im Gegensatz zu den Ehefrauen der Männer des Glaubens. Am südlichen Ende des Toten Meeres gibt es einen ungewöhnlich geformten Berg mit Namen Lots Frau. Es ist die Gestalt einer Frau, die wegläuft. Aber selbst Jesus sagte, erinnert euch an Lots Frau. Sie blickte zurück auf das angenehme Leben, das sie zurückließen. Ein Leben, das Gott richten würde. Sie lebten in Sodom, ein Name, der in der Geschichte unrühmlich bekannt wurde. Nun, danach suchen wir, wenn wir diese Kapitel lesen. Wir suchen nach Glauben und Fleisch und dem Gegensatz zwischen Männern und ihren Frauen. Und sie beginnen zu verstehen, warum Gott sagt, ich gehöre zu dieser Seite der Familie und nicht zu jener anderen. Schauen wir uns diese 3 Männer einmal etwas detaillierter an. Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben, auf das wir uns immer noch verlassen. Gott begann die Schöpfung mit einem Mann und auch die Erlösung mit einem Mann. Dieser Mann war Abraham und er hat einen Bund geschlossen. Das ist ein wunderschönes Wort, das sogar bis zum Abendmahl reicht, wenn wir Brot und Wein zusammenbringen, denn dies ist das Blut des neuen Bundes. Aber dieser Wortbund ist sehr wertvoll. Es ist nicht das Wort Vertrag. Es ist kein Abkommen zwischen 2 Parteien gleicher Macht und Autorität. Ein Bund wird vollständig von einer Partei geschlossen, um die andere zu segnen, und die andere hat nur 2 Möglichkeiten: die Bedingungen zu akzeptieren oder sie abzulehnen, aber sie können nicht verändert werden. Gott schließt Bündnisse und erhält sie ein. Gott schwört bei ihnen. Haben Sie je gehört, wie Gott einen Schwur geleistet hat? Wenn der Mensch schwört, schwört er auf eine Macht, die größer ist als er selbst. Es heißt oft, beim Himmel werde ich das tun oder bei Gott. Sehen Sie, Gott hat niemanden Höheres, um zu schwören, also schwört er bei sich selbst. Wo ein Mensch sagen würde, bei Gott verspreche ich das zu tun, sagt Gott, bei mir selbst habe ich geschworen. Und so schwört Gott einen Eid, bei mir selbst, weil es über Gott nichts zu schwören gibt. Also schwört er bei sich selbst und sagt die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und er hat Abraham versprochen, ein Bund ist praktisch eine Heirat. Und die Schlüsselwörter sind immer, ich will. Wenn Sie Genesis 12 lesen, Gott sagt 6-mal, ich will, ich will, ich will, ich will. Und die Wahrheit ist, dass der Gott des Universums sich mit dieser speziellen Familie verheiratet hat. Und er versprach ihnen einen Platz, an dem sie leben können. Er gab ihnen ein kleines Stück Land, wo sich die Kontinente treffen. Das eigentliche Zentrum der Landmasse der Welt ist Jerusalem. Hier kreuzen sich die Straße von Afrika nach Asien und die Straße von Arabien nach Europa, in der Nähe eines kleinen Hügels, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Und es ist die Kreuzung der Welt. Er sagt, das ist der Ort, den ich euch für immer geben werde. Und sie halten die Eigentumsurkunde für diesen Ort in Händen, was auch immer jemand anders sagt, weil Gott sie ihnen gegeben hat. Abraham und seinen Nachkommen für immer. Zweitens hat Gott versprochen, ihnen Nachkommen zu geben, dass es immer Nachkommen Abrahams auf der Erde geben würde. Und das 3. Versprechen war, dass er sie dazu gebrauchen würde, jede andere Nation zu segnen oder zu verfluchen.
Das ist die Berufung der Juden, Gott mit allen zu teilen, aber das kann in beide Richtungen gehen. Gott sagte zu Abraham, die dich verfluchen, werden verflucht, die dich segnen, werden gesegnet. Und es ist immer noch die Wahrheit, wie viele entdeckt haben. Das war jetzt sein Bund. Als Gegenleistung erwartete Gott zuerst, dass jeder männliche Jude beschnitten wurde, als Zeichen, dass er in diesen Bund hineingeboren wurde. Und zweitens, dass Abraham Gott gehorchen und alles tun würde, was Gott ihm gesagt hat. Dieser Bund ist das Herzstück der Bibel. Auf der Grundlage dieses Bundes sagte Gott, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Dieser Satz wird in der ganzen Bibel bis zur letzten Seite wiederholt. Und da ist er wieder. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ein schöner Ausdruck. Gott möchte bei uns bleiben. Er will bei uns bleiben und bei uns leben. Wie Sie wissen, verlässt Gott am Ende der Bibel höchstpersönlich den Himmel und kommt auf die Erde, um für immer auf einer neuen Erde mit uns zu leben. Er möchte mit uns leben. Er will Teil unserer Familie, möchte unser Vater sein. Das war der ganze Plan, um unser Universum zu erschaffen und uns selbst. Wie bin ich in der Zeit? 2 Minuten. Dann belasse ich es lieber dabei. Ich sage nur, dass Jakob, der bunteste von allen, das Muttersöhnchen, schon als er geboren wurde, hielt er die Ferse seines Zwillingsbruders Esau fest, seines rothaarigen Bruders, habgierig von Anfang an. Aber Gott wurde mit ihm fertig. Esau machte einen Ort zu seiner Heimat, den wir heute Petra nennen. Einige von Ihnen haben vielleicht diese erstaunlichen Tempel gesehen, die aus rotem Sandstein gehauen wurden. Esau lebte hier und gründete die Nation Edom. Der Hass zwischen Ismael und Isaak existiert immer noch im Nahen Osten zwischen Arabern und Juden. Aber der Hass zwischen Esau und Jakob ist verschwunden. Denn die letzten Edomiter waren unter dem Namen Herodes bekannt. Und ein Abkömmling Esaus herrschte als König über die Juden, als Jesus geboren wurde. Er tötete alle Säuglinge in Bethlehem, um diesen Nachkommen Jakobs zu beseitigen, der als neuer König geboren wurde. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, Abraham, Isaak und Jakob demonstrierten ihren Glauben am Ende alle auf eine besondere Art und Weise. Sie vermachten alle ihren Söhnen etwas, was sie tatsächlich selbst noch nicht besaßen. Abraham sagte, mein Sohn Isaak, ich überlasse das ganze Land um dich herum dir. Und Isaak sagte zu Jakob, ich hinterlasse das ganze Land dir. Und Jakob sprach zu seinen 12 Söhnen, das ganze Land vermache ich in meinem Testament euch. Doch keiner von ihnen besaß das, was sie den anderen vermachten, außer einer Höhle der Familiengruft in Hebron, die Höhle von Machpelah. Ist das nicht erstaunlich? Was für ein Glaube, ein Testament zu schreiben, das den Nachkommen ein ganzes Land hinterlässt, wenn sie es noch nie besessen haben. Aber sie glaubten, dass Gott es ihnen gegeben hatte und dass eines Tages das ganze Land ihnen gehören würde. Und schließlich, wenn ich Hebräer 11 lese, lese ich über diese Männer Abraham, Isaak und Jakob. Ich lese über ihren Glauben und dann heißt es, all diese lebten noch im Glauben, als sie starben. Sie glaubten nicht nur für 1 oder 2 Tage, als sie starben, glaubten sie noch immer, weil sie nie gesehen hatten, dass die Verheißung erfüllt wurde. Und hören Sie, wie es jetzt in demselben Kapitel weitergeht. Sie wurden alle für ihren Glauben ausgezeichnet, doch keiner von ihnen erhielt das, was ihnen versprochen worden war. Gott hatte etwas Besseres geplant für uns, dass sie nur zusammen mit uns vollkommen gemacht werden würden. Sehen Sie, Abraham, Isaak und Jakob sind nicht tot. Ich habe die Gräber ihrer Körper in Hebron gesehen, aber sie sind nicht tot. Jesus sagte, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist, nicht wahr? Er ist nicht der Gott toter Menschen, er ist der Gott der Lebenden. Und wir verehren den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie sind noch am Leben. Und ohne uns werden sie nicht vollkommen gemacht.
Sie befinden sich inmitten der großen Wolke von Zeugen, die beobachten, wie wir laufen, weil ihre Vervollkommnung, ihre Erfüllung der Versprechen Gottes auch von uns abhängen. Wir werden alle gemeinsam dazu beitragen. Wenn Jesus auf die Erde zurückkehrt, werden Sie Abraham, Isaak und Jakob sehen, die mit ihm zurückkommen und zusammen mit uns vollkommen gemacht werden aus Gottes Sicht. All diese Schwächen werden weggenommen und wir spiegeln das Bild Gottes perfekt wider.